Herzlich willkommen bei Naturwissen Heilkraft. Bevor wir beginnen, ein kurzer Herzensmoment. Dieser Kanal lebt von deiner Unterstützung. Ich teile hier stilles, altes Heilwissen mit viel Liebe und vollkommen kostenlos. Doch um das weiter tun zu können, brauche ich dich. Wenn du magst, schenk mir gern dein Abo, so hilfst du mit, dieses Wissen lebendig zu halten. Ein Like unterstützt den Algorithmus und dein Kommentar zeigt, dass dieses Wissen heute noch Bedeutung hat. Gemeinsam schaffen wir einen Raum für Naturverbundenheit, Achtsamkeit und stille Heilimpulse. Danke, dass du da bist. Jetzt beginnt unsere kleine Reise. Das heutige Thema: Ein Wunsch aus der Community. Dieses Video ist etwas ganz Besonderes. Es ist entstanden durch einen Kommentar einer wundervollen Zuschauerin, die mit ihrer Familie Natron auf so vielfältige Weise nutzt. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Sie fragte: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Speisenatron und normalem Natron? Eine berechtigte Frage, wie ich finde. Interessiert euch das auch? Na, dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Was ist Natron eigentlich? Ursprung und Geschichte. Natron, chemisch Natriumhydrogencarbonat, ist ein basisches Salz. Es kommt in der Natur vor, zum Beispiel in Mineralquellen oder Salzseen. Schon im alten Ägypten wurde es verwendet, zum Mumifizieren, zur Körperpflege, zur Reinigung. In der Antike nutzten die Römer Natron zum Zähneputzen und im Haushalt. Im Mittelalter war es Teil vieler klösterlicher Rezepturen, besonders für Magen, Haut und Hygiene. Dieses stille Hausmittel wurde über Generationen weitergegeben und erlebt heute eine kleine Renaissance. Speisennatron. Was bedeutet das genau? Speisennatron ist Natron in Lebensmittelqualität. Es erfüllt höchste Reinheitsstandards und darf eingenommen werden. Es eignet sich für Anwendungen in Küche, zum Beispiel als Backtriebmittel, Hausmittel gegen Sodbrennen, zur innerlichen Reinigung, Körperpflege, zum Beispiel Basenbäder, Deo, Zahnpflege. Es ist im Supermarkt, in der Apotheke oder im Reformhaus erhältlich mit dem Hinweis E500. Ich selbst verwende ausschließlich Speisennatron, meinen Kindern und Tieren zuliebe. Technisches oder normales Natron. Dieses Natron wird meist in Großpackungen verkauft, zum Beispiel 5-Kilo-Eimer. Es ist günstiger, aber nicht für den Verzehr gedacht. Warum? Weil die Reinheit nicht überprüft wird wie bei Speisenatron. Rückstände aus dem Herstellungsprozess können enthalten sein, unbedenklich im Haushalt, aber nicht im Körper. Anwendungen: Reinigung im Bad, Küche, WC, Wäsche auffrischen, Gerüche neutralisieren, Werkstatt, Garten, Auto. Vergleich: Denk an den Unterschied zwischen destilliertem Trinkwasser und Regenwasser aus der Dachrinne. Beides ist Wasser, aber nicht gleich rein. Speisenatron versus technisches Natron. Was ist der Unterschied? Beginnen wir mit dem Speisenatron, also dem Natron in Lebensmittelqualität, das häufig in kleinen Portionsbeuteln oder gut beschrifteten Dosen im Supermarkt, Reformhaus oder in der Apotheke zu finden ist. Speisenatron wird mit besonderem Augenmerk auf Reinheit hergestellt. Es trägt die Bezeichnung E500, was in der Zutatenliste vieler Backwaren als Backtriebmittel auftaucht. Doch dahinter steckt weit mehr. Damit es überhaupt als Lebensmittel deklariert werden darf, muss es eine strenge Qualitätsprüfung durchlaufen. Das bedeutet, es wird sorgfältig gereinigt, analysiert und auf Rückstände geprüft, insbesondere auf mögliche Schwermetalle, Verunreinigungen oder andere Stoffe, die wir keinesfalls in unserem Körper haben möchten. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, darf es in der Küche verwendet werden, zum Beispiel zum Backen, zur Säureregulation oder in altbewährten Hausmitteln gegen Sodbrennen oder zur Unterstützung der Basenbalance im Körper. Auch für die Herstellung von Naturkosmetik, etwa für selbstgemachtes Deo oder basische Fußbäder, ist Speisenatron die richtige Wahl. Hauptmerkmal Speisennatron, Lebensmittelqualität. Kennzeichnung E500, Backtriebmittel. Aufwendige Reinigungsprozesse, strenge Qualitätskontrolle.
geprüft auf Schwermetalle und Verunreinigungen. Speziell für Verzehr, Kosmetik und medizinische Zwecke entwickelt. Nun zum technischen Natron, das oft in großen Eimern oder Säcken verkauft wird, besonders online. Der Preis ist verlockend, doch man sollte genau wissen, wofür man es einsetzt. Technisches Natron wird vorwiegend für industrielle Zwecke hergestellt. Für die Reinigung, Entkalkung, Geruchsneutralisation oder sogar im Gartenbau. Bei der Produktion gelten hier andere Standards. Die Reinheit steht nicht im Fokus und es gibt keine Pflicht zur Kontrolle auf etwaige Rückstände aus dem Herstellungsprozess. In Tests würden hier gelegentlich Spuren von Nickel, Blei oder Aluminium gefunden. Metalle, die in Reinigungsmitteln oder der Werkstatt kein Problem darstellen, aber in Lebensmitteln oder auf der Haut nichts verloren haben. Es ist daher nicht zum Verzehr geeignet und sollte niemals innerlich angewendet werden. Auch für die Haut, besonders bei empfindlichen Menschen oder Kindern, ist technisches Natron nicht zu empfehlen. Man kann es wunderbar nutzen, um die Waschmaschine zu entkalken, Gerüche im Kühlschrank zu neutralisieren oder Abflüsse zu reinigen, aber eben nicht für Körper oder Küche. Ein praktischer Vergleich? Speisennatron ist wie Quellwasser aus der Glasflasche, das du ohne Bedenken trinken kannst. Technisches Natron ist eher wie das Regenwasser aus der Dachrinne. Vielleicht ganz nützlich im Garten, aber eben nichts, was du trinken möchtest. Hauptmerkmal technisches Natron? Industriell hergestellt, zum Beispiel für Reinigungsprodukte. Keine Kontrolle auf Reinheit oder Rückstände. Spuren von Schwermetallen oder Produktionsrückständen möglich, nicht für Körper oder Nahrung geeignet. Wusstest du? Unabhängige Labortests fanden in technischem Natron Spuren von Nickel, Aluminium und Blei, Stoffe, die in Lebensmitteln nichts zu suchen haben. Tipp: Immer kennzeichnen, welches Natron wofür verwendet wird. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, besonders bei Haut- oder innerlicher Anwendung, nimm bitte immer Speisenatron. Ich selbst verwende für alle Anwendungen nur Speisenatron. Meine persönliche Erfahrung. Ich nutze heute nur noch Natron. In vielen Bereichen meines Alltags. Warum? Weil es sanft, wirksam, günstig und umweltschonend ist. Ohne chemische Rückstände. Wir leben viel gesünder. Für meine Familie und mich und auch unsere Haustiere hat es sich bewährt, beim Zähneputzen sparsam, bei Insektenstichen zur Geruchsneutralisation, als Deo, zur Reinigung von Obst und Gemüse, für weiche Wäsche ganz ohne Chemie, als Putzmittel, zum Backen, als Gesichtspeeling, innerlich zum Entgiften, im Kaffee, im Garten und vieles mehr. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Es hat viele teure Produkte ersetzt. Und das mit gutem Gefühl. Anwendungsbereiche im Detail. Körper und Pflege. Basenbad. Natron im Fuß- oder Vollbad wirkt entspannend und entgiftend. Deo. Sanft geruchsneutralisierend. Peeling. Mit etwas Öl sanft auf der Haut einmassieren. Zähne. Als Zusatz zu Zahnputzpulver. Nur gelegentlich. Innerlich? Sodbrennen. Mit Wasser vermischt hilft es, die Säure zu neutralisieren. Basenkur? Zur Unterstützung der Entsäuerung. Mundspülung bei Entzündungen oder Zahnfleischproblemen. Haushalt und Reinigung. Abfluss reinigen. Mit Essig. Backofen, Herd, Silber. Waschmittelzusatz. Gegen Gerüche und für weiche Wäsche. Hinweis für meine Community. Ich möchte nach und nach meine Lieblingsrezepte mit Natron für Haushalt, Pflege und Küche hier auf dem Kanal mit dir teilen. Hast du Interesse an diesen Rezepten? Dann schreib mir gern Rezepte Natron in die Kommentare. So weiß ich, dass du dir mehr davon wünschst und wir machen uns gemeinsam auf diese kleine Reise. Wenn du nichts verpassen möchtest, abonniere gern meinen Kanal. So bleibst du verbunden und hilfst mit, dieses stille Wissen lebendig zu halten. Fazit:
Natron ist eines der stillen Wundermittel im Alltag. Doch nicht alle Sorten sind gleich, besonders wenn es um die Reinheit und die Anwendung geht. Wenn du Natron innerlich oder auf der Haut anwendest, wähle Speisennatron. Für die Reinigung reicht technisches Natron vollkommen aus und ist oft günstiger. Mit Achtsamkeit und etwas Wissen kannst du Natron vielseitig nutzen für dich, deine Familie, deinen Haushalt und die Umwelt. Wenn dich dieses alte Wissen inspiriert hat, freue ich mich sehr über dein Abo. So verpasst du kein neues Video und hilfst mit, altes Heilwissen lebendig zu halten. Gib dem Video gern ein Like, wenn es dir gefallen hat. Das unterstützt mich sehr. Und schreib mir in die Kommentare, hast du selbst Erfahrungen mit Natron gemacht? Danke, dass du da warst. Danke, dass du Teil dieser Reise bist. Bis zum nächsten Video bei Naturwissen Heilkraft.